Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich bin heute wieder in Kärnten unterwegs und möchte dir das Schloss Reiteben zeigen und dir ein wenig die Geschichte davon erzählen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's! Am Westhang des Hadlsberges, einem Ausläufer der Voralpe, erhebt sich über der Stadt Wolfsberg eines der bedeutendsten Renaissance-Schlösser Kärntens. Schloss Reiteben. Seine Mauern erzählen von adeliger Macht, religiösen Umbrüchen und über 600 Jahren wechselvoller Geschichte. Schloss Reiteben liegt in der heutigen Gemeinde Wolfsberg und verdankt seinen Namen einem Bauzustand des 15. Jahrhunderts. Doch seine Geschichte beginnt deutlich früher, im späten Mittelalter. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Kirche von St. Urban. Bereits im Jahr 1354 wird ein Niklas der Sachs als Besitzer des Hofes zu St. Urban genannt. Der Hof und die Kirche bildeten damals eine wirtschaftliche und geistliche Einheit. Ein typisches Merkmal des mittelalterlichen Grundbesitzes im Lavantal. Um das Jahr 1448 ging der Besitz an Leonhard von Bresing, auch Brösing genannt. In dieser Zeit erhielt der Bau erstmals den Namen Reiteben. Die Anlage bestand damals nur aus dem heutigen Südflügel und einem halben Westflügel. Der Hof war durch eine schlichte Mauer geschlossen. Doch die politische Lage jener Zeit war alles andere als ruhig. Im Jahr 1480, während der Türkenkriege, wurde Reiteben großteils zerstört. Die Angriffe des Osmanischen Reiches hinterließen auch im Lavantal tiefe Spuren. Ein entscheidender Wendepunkt folgte im Jahr 1580. David von Bressing verkaufte das Anwesen an Alexander von Freyberg. Unter ihm erhielt Schloss Reiteben vermutlich seine heutige Gestalt. Ein repräsentatives Renaissance-Schloss, wie es dem Stand und Selbstverständnis des Adels entsprach.
Über dem Südportal von 1591 sind noch heute die von Löwen gehaltenen Wappen Alexander von Freybergs und seiner Gemahlin Anna von Kroneck zu sehen. In den Bogenzwickeln finden sich die Wappen der Familie Resch von Kolletzhausen und Hell von Suttenheim, ein steinernes Zeugnis adeliger Vernetzung. Der rechteckige Innenhof wird von dreigeschossigen Arkaden geprägt, unten Laubengänge, darüber doppelt so viele Arkadenjoche. Diese Architektur zeigt deutlich den Einfluss italienischer Renaissanceformen, die im 16. Jahrhundert auch Kärnten erreichten. Auffällig sind die 4 Ecktürme der Anlage. Ein quadratischer Turm im Nordwesten, achteckige Türme im Südwesten und Südosten sowie ein Rundturm im Nordosten. Jeder von ihnen erfüllte einst sowohl repräsentative als auch defensive Aufgaben. (1629) musste Helfried von Freyberg, der Sohn Alexanders, Schloss Reideben verkaufen. Der Grund: sein protestantischer Glaube. Die Gegenreformation zwang zahlreiche Adelige zur Aufgabe ihrer Besitzungen. Reideben wurde Teil dieses konfessionellen Umbruchs. Nach mehreren Besitzerwechseln kam das Schloss 1672 an das Bistum Bamberg, 1686 an Otto Graf von Dernbach und bereits 1693 an das Domstift St. André. Reideben war damit über Jahrzehnte eng mit kirchlichen Institutionen verbunden. Vor dem Osttor steht der sogenannte Bischofsstein, eine dreieckige Platte mit einem steinernen Dreikopf. Zu sehen sind die Wappen der Bamberger Bischöfe Johann Georg I. Zabel von Giebelstadt und Martin Eibel sowie die des Vizedoms Johann Friedrich Hoffmann Freiherr von Rienbick. (1808) ging Schloss Reideben mit dem gesamten Stiftsvermögen an den K&K Religionsfonds über. (1819) erwarb Anton von Bettenkoven den Besitz. 1835 folgte Josef Rainer von Harbach. Schließlich kaufte 1846 Hugo Haneckel von Donnersmarck das Schloss. Bis heute befindet sich Schloss Reideben im Besitz der Familie Haneckel von Donnersmarck
Als selten gut erhaltenes Renaissanceschloss steht es exemplarisch für die bewegte Geschichte des Lavantals zwischen Adel, Kirche und den großen Umbrüchen Europas. Ja, ich hoffe, das Video über das Schloss Reiteben hat dir gefallen und du lässt mir einen Daumen hoch da und abonnierst meinen Kanal. Somit verpasst du keine weiteren geschichtlichen Videos mehr von mir. Freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Go Traveler. Also, ciao.